Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute begleiten wir Sabine auf einem ganz besonderen Tag in ihrem Alltag. Sabine ist eine ganz normale Hausfrau, doch ihr Tag verläuft heute etwas anders als geplant. Hört gut zu und lasst euch von ihrer Geschichte überraschen. Los geht's! Sabines unerwarteter Tag. Als ich an diesem Morgen die Augen öffnete, spürte ich sofort, dass etwas anders war. Die Luft war frisch und die ersten Sonnenstrahlen fielen durch das Fenster. Doch irgendetwas in meinem Inneren sagte mir, dass dieser Tag anders werden würde als all die anderen. Ich schwang mich aus dem Bett, zog mir schnell den Morgenmantel an und ging in die Küche, um das Frühstück vorzubereiten. Mein Name ist Sabine und ich bin Hausfrau. Jeden Tag kümmere ich mich um meine Familie. Meinen Mann Markus und unsere 2 Kinder, Lukas und Sophie. Markus ist Lehrer und oft schon früh auf den Beinen, während ich sicherstelle, dass die Kinder zur Schule gehen und das Haus in Ordnung ist. Heute jedoch sollte der Tag etwas Ungewöhnliches bereithalten. Normalerweise beginnt mein Morgen damit, das Frühstück zu machen. Ich liebe es, Pfannkuchen und Rührei zuzubereiten, da das die Lieblingsspeisen meiner Familie sind. Doch heute, während ich den Teig rührte, bemerkte ich, dass unsere Katze Minka nicht wie sonst auf dem Fensterbrett saß. »Minka?« rief ich in die Küche, doch keine Antwort. Markus kam in die Küche und setzte sich an den Tisch. »Hast du Minka gesehen?« fragte ich ihn, als ich die Pfannkuchen auf den Tisch stellte. »Heute Morgen ist sie nicht hier. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Vielleicht ist sie draußen unterwegs«, sagte Markus ruhig. »Mach dir keine Sorgen. Sie kommt bestimmt bald wieder.« Ich nickte, konnte aber die Unruhe nicht loswerden. Minka war selten allein unterwegs. Während Markus sich für die Arbeit bereit machte, brachte ich den Kindern das Frühstück. Lukas wirkte heute besonders hektisch und schob sein Essen auf dem Teller hin und her. »Mama, ich kann mein Matheheft nicht finden. Wir haben heute einen Test und ich bin nicht vorbereitet.« »Lukas, du hast es bestimmt irgendwo im Zimmer liegen lassen«, beruhigte ich ihn. »Es erstmal auf und wir suchen es später zusammen.« Nachdem die Kinder gefrühstückt hatten, half ich ihnen, sich für die Schule fertig zu machen. Ich stellte sicher, dass Sophie ihre Bücher und Lukas seinen Rucksack dabei hatten. Als sie zur Tür hinausgingen, um in den Bus zu steigen, spürte ich erneut dieses nagende Gefühl der Sorge um Minka. Nachdem Markus und die Kinder weg waren, begann ich meinen alltäglichen Aufgaben nachzugehen. Ich räumte die Küche auf, stellte die Teller in die Spülmaschine und fing an, das Haus zu putzen. Ich liebe es, unser Zuhause sauber und gemütlich zu halten, und meistens ist das Putzen für mich eine beruhigende Routine. Aber heute schien es, als ob ich nicht wirklich bei der Sache war. Meine Gedanken kreisten ständig um Minka. Am späten Vormittag beschloss ich, eine kurze Pause einzulegen und zum Lebensmittelladen zu gehen. Ich brauchte noch frisches Obst und Gemüse für das Mittagessen und ein paar andere wichtige Dinge für die Woche. Ich plante die Mahlzeiten sorgfältig und achtete darauf, dass wir immer genug gesunde Lebensmittel zu Hause hatten. Doch während ich durch die Gänge des Supermarktes ging, konnte ich mich nicht konzentrieren. Das Bild von Minka, wie sie normalerweise auf dem Fensterbrett sitzt, ging mir nicht aus dem Kopf. Als ich nach Hause zurückkehrte, beschloss ich, systematisch das Haus und den Garten nach Minka abzusuchen. Nach einer halben Stunde hatte ich immer noch keine Spur von ihr gefunden. Verzweifelt erinnerte ich mich an unseren Nachbarn, Herrn Müller.
Er war vor ein paar Monaten eingezogen und wirkte immer etwas verschlossen. Vielleicht hatte er Minka gesehen? Ich ging zu seiner Haustür und klingelte. Nach einer Weile öffnete er und sah mich überrascht an. »Guten Morgen, Frau Schmidt. Kann ich Ihnen helfen?« »Guten Morgen, Herr Müller«, sagte ich etwas nervös. »Unsere Katze Minka ist heute Morgen verschwunden, und ich habe sie nirgends finden können. Haben Sie sie vielleicht gesehen?« Er zögerte einen Moment, dann nickte er. »Ja, sie war heute hier. Sie kam durch das offene Fenster. Ich konnte es nicht übers Herz bringen, sie wegzuschicken.« Er führte mich in seinen Garten, und dort, unter einem alten, verstaubten Klavier, das in der Ecke stand, saß Minka und schaute uns mit großen Augen an. »Minka«, rief ich erleichtert und hob sie auf. Während ich Minka hielt, konnte ich nicht anders, als Herrn Müller anzusehen. »Spielen Sie Klavier, Herr Müller?« fragte ich neugierig. Er sah auf das alte Instrument, und seine Augen wurden weich. »Früher habe ich gespielt. Ja, das Klavier gehörte meiner Frau. Nach ihrem Tod habe ich es nicht mehr angerührt. Als ihre Katze heute Morgen hereinkam, fühlte es sich so an, als wäre meine Frau wieder da.« Seine Worte trafen mich tief. Herr Müller hatte seine Frau verloren und lebte seitdem allein. »Es muss schwer für Sie gewesen sein«, sagte ich leise. »Wenn Sie möchten, können Sie uns gern öfter besuchen. Meine Kinder und ich würden uns freuen, Sie kennenzulernen, und Minka scheint Sie auch zu mögen.« Er lächelte schwach und nickte. »Das wäre schön. Danke.« Mit Minka sicher in meinen Armen kehrte ich nach Hause zurück. Es war schon Mittagszeit, und ich begann, das Mittagessen vorzubereiten. Während das Essen auf dem Herd köchelte, nutzte ich die Gelegenheit, mich um meinen kleinen Garten zu kümmern und die Pflanzen zu gießen. Der Anblick der wachsenden Blumen und Kräuter brachte mich zur Ruhe. Der Vormittag war hektisch gewesen, aber jetzt begann der Tag sich zu ordnen. Als die Kinder von der Schule nach Hause kamen, berichtete Lukas sofort: »Mama, wie ist es mit meinem Matheheft? Hast du es gefunden?« »Ja, mein Lieber, es lag unter deinem Bett. Du solltest wirklich besser auf deine Sachen achten«, sagte ich lächelnd. Nachdem wir zusammen gegessen hatten, half ich den Kindern bei ihren Hausaufgaben. Diese Zeit des Tages ist mir besonders wichtig, denn es gibt uns die Gelegenheit, gemeinsam zu lernen und über die Schule zu sprechen. Während Lukas versuchte, seine Matheprobleme zu lösen, plauderte Sophie über ihr Lieblingsbuch. Wir lachten und genossen die gemeinsame Zeit. Am Abend, nachdem das Abendessen zubereitet war, saßen wir alle zusammen am Tisch. Markus, der den ganzen Tag in der Schule gewesen war, hörte sich aufmerksam die Geschichten der Kinder an. Wir erzählten ihm von Minka und Herrn Müller, und Markus schlug vor, Herrn Müller mal zum Abendessen einzuladen. Es war klar, dass er Gesellschaft gebrauchen konnte. Nachdem die Kinder ins Bett gegangen waren und alles im Haus ruhig wurde, setzte ich mich auf das Sofa und dachte über den Tag nach. Es war einer dieser Tage, an dem alles anders kam als geplant, aber das machte ihn umso besonderer. Minka schnurrte zufrieden neben mir, und ich fühlte mich dankbar für die kleinen, unerwarteten Momente, die den Tag so besonders gemacht hatten. Man weiß nie, welche Geheimnisse der nächste Tag bringt, dachte ich lächelnd, bevor ich die Augen schloss. Das Leben ist voller Überraschungen, und das macht es so spannend. Nun schauen wir uns Sabines Tag genauer an.
In einem Frage- und Antwortformat erfahren wir, was wirklich geschehen ist. Wer ist Sabine? Sabine ist 35 Jahre alt, hat braune Haare und Augen. Sie ist Hausfrau und kümmert sich um ihre Familie. Ihren Mann Markus und ihre Kinder Lukas und Sophie. Sabine ist fürsorglich und gut organisiert. Aber manchmal übernimmt sie zu viel Verantwortung. Wie sieht ein normaler Morgen bei Sabine aus? Sabine steht früh auf, macht das Frühstück und hilft den Kindern, sich für die Schule fertig zu machen. Sie sorgt auch dafür, dass Markus pünktlich zur Arbeit geht. Meistens bereitet sie Pancakes zu und bringt das Haus in Ordnung, bevor alle das Haus verlassen. Was ist an diesem Morgen anders? Sabine fällt auf, dass ihre Katze Minka nicht wie sonst auf der Fensterbank sitzt. Minka fehlt, und das macht Sabine sofort nervös, weil sie das sonst nie tut. Was macht Sabine als erstes? Sabine fragt Markus, ob er Minka gesehen hat. Markus meint, sie soll sich keine Sorgen machen. Minka wird bestimmt bald zurückkommen. Aber Sabine kann nicht aufhören, daran zu denken. Wie geht der Morgen für Sabine weiter? Nachdem die Kinder und Markus das Haus verlassen haben, beginnt Sabine mit dem Aufräumen. Sie stellt das Geschirr in die Spülmaschine und wischt die Böden, aber ihre Gedanken sind immer bei Minka. Sie kann sich nicht richtig auf ihre Aufgaben konzentrieren. Was macht Sabine danach? Nachdem sie das Haus sauber gemacht hat, geht Sabine einkaufen. Sie braucht frisches Obst und Gemüse für die Woche. Aber während sie im Supermarkt ist, denkt sie immer wieder an Minka und fragt sich, wo die Katze sein könnte. Was passiert, nachdem Sabine nach Hause kommt? Sabine räumt die Einkäufe ein, aber sie ist immer noch besorgt. Sie beschließt, ihren Nachbarn Herrn Müller zu besuchen, um zu fragen, ob er Minka gesehen hat. Was sagt Herr Müller, als Sabine ihn fragt? Herr Müller erzählt Sabine, dass Minka heute Morgen durch ein offenes Fenster in sein Haus gekommen ist. Er hat sie nicht weggeschickt, weil sie ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Wo findet Sabine Minka?
Sabine findet Minka schließlich im Garten von Herrn Müller, wo sie unter einem alten Klavier sitzt. Sabine ist erleichtert und nimmt Minka in ihre Arme. Was denkt Sabine, als sie Minka endlich findet? Als Sabine Minka findet, fühlt sie eine große Erleichterung. Der Stress und die Sorgen des Morgens verschwinden langsam. Sie ist glücklich, dass ihre Katze sicher ist und sie wieder hat. Was macht Sabine, nachdem sie Minka gefunden hat? Sabine geht mit Minka nach Hause und bereitet das Mittagessen zu. Während das Essen auf dem Herd kocht, nutzt sie die Zeit, um die Blumen im Garten zu gießen. Der Vormittag war hektisch, aber jetzt fühlt sie sich ruhiger und zufriedener. Wie verbringt Sabine den Nachmittag? Nach dem Mittagessen hilft Sabine ihren Kindern bei den Hausaufgaben. Lukas braucht Hilfe bei Mathe und Sabine unterstützt ihn. Sophie erzählt begeistert von ihrem Lieblingsbuch. Es ist eine schöne, ruhige Zeit, die Sabine sehr genießt. Wie verläuft der Abend? Beim Abendessen erzählt Sabine ihrer Familie von Herrn Müller und Minka. Markus schlägt vor, Herrn Müller zum Abendessen einzuladen, damit er nicht so einsam ist. Wie fühlt sich Sabine am Ende des Tages? Am Ende des Tages sitzt Sabine auf dem Sofa, während Minka neben ihr schnurrt. Sie ist dankbar für die kleinen, unerwarteten Momente des Tages und fühlt sich zufrieden und glücklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.